Martin Luther ist in Wittenberg außerordentlich erfolgreich. Die Reformation nimmt ihren Ausgangspunkt in Wittenberg und Friedrich der Weise, der dortige Kurfürst, beschützt und unterstützt dies. Friedrich der Weise schenkt Martin Luther das ehemalige Augustinerkloster. Die Klöster werden ja nicht mehr gebraucht. Und Martin Luther lässt sich dort in dem großen Klostergebäude nieder. Der eigentliche Antrieb für auch die wirtschaftliche Kraft an Martin Luthers ist aber seine Frau Katharina von Bora. Katharina von Bora ist ja eine ehemalige Nonne und mit der Heirat macht Martin Luther klar, das Zölibat ist aufgehoben, die Ehelosigkeit ist aufgehoben, ein protestantischer Priester darf verheiratet sein. Denn das Neue in der Glaubenslehre des Protestantismus war ja, dass der Mensch allein Gott gegenübersteht und keine Vermittlung durch einen Priester braucht im Prinzip. Der Mensch selbst ist der Gnade Gottes ausgeliefert. Und das zeigt auch, diese Gnadenlehre zeigt auch das gesamte Bildprogramm Martin Luthers. Was das Besondere an Martin Luther und seinem Umfeld, Melanchthon, Bugenhagen und andere sind hier zu nennen, ist natürlich, dass Martin Luther und seine Leute verstanden haben, wie Propaganda funktioniert. Das ist wie heutzutage die Ersten, die verstanden haben, wie das Internet funktioniert. So einen Mediensprung beobachten wir am Beginn des 16. Jahrhunderts. Gutenberg hat den Buchdruck erfunden. Das ermöglicht die Beschleunigung des Wissens, das ermöglicht Wissen in großer, was früher von Mönchen abgeschrieben wurde, in kostbaren Büchern verwahrt wurde, 100- und 1000-fach herzustellen. Es ermöglicht Flugblätter. Von ganz besonderer Bedeutung sind die Funde von Bleilettern. Erasmus von Rotterdam klagt, dass man praktisch keine Bücher mehr drucken kann, weil all die Drucker nach Wittenberg gegangen sind, um Bücher für die Protestanten zu drucken. Und das zeigt, welche ungeheure propagandistische, aber auch finanzielle und wirtschaftliche Wirkung der Protestantismus und die Protestanten in Wittenberg entfalteten. Und tatsächlich sehen wir archäologisch viele Druckerstandorte in Wittenberg. Und es ist ganz interessant, wie man die sofort erkennt. Um das jeweilige Haus liegen Bleilettern oder in der Latrine finden sich Bleilettern. Wie kommt es nun dazu, dass man so viele Bleilettern verliert? Und da sehen Sie wieder, das wahre Leben ist interessant. Ich sprach mit einem Drucker und der hatte noch gelernt, mit Bleilettern zu drucken und der sagte mir, wann immer Schichtende war abends, dann mussten die Lehrjungen diese ganzen Bleilettern zurücksortieren. Und das war eine unglaubliche Arbeit und konnte Stunden dauern. Und deshalb haben schon zu seiner Zeit die Lehrjungen immer die Bleilettern untertags in Taschen verschwinden lassen und beim Toilettengang oder anderweitig weggeworfen, nicht? Sodass diese Bleilettern in den Toiletten in Wittenberg oder die aus den Fenstern geworfen wurden, sich ganz natürlich erklären lassen. Lehrjungs wollten offenbar nicht so viel zurückräumen. Und der Lehrherr musste dann neue Bleilettern gießen und hat immer wahrscheinlich über den Schwund gerätselt. Oder wahrscheinlich war er selbst mal Lehrjunge und wusste, dass Bleilettern einfach verschwinden. Bleilettern zeigen uns aber viel mehr. Bleilettern zeigen uns zum Beispiel in dem Fall von Wittenberg auch, dass hebräische Bücher gedruckt wurden. Wir haben hebräische Bleilettern gefunden. Das zeigt uns, dass wir in einer Stadt äußerst gebildeter Leute sind, dass wir eine Universitätsstadt sind, in der ein theologischer Diskurs stattfindet. Noch viel spannender aber und bis heute wirksam ist, dass wir Bleilettern gefunden haben von Noten mit Notenlinien. Und das ist nun eine der großen Erfindungen Martin Luthers, dass man im Gottesdienst singt. Nicht nur, dass er die erste deutsche Bibel übersetzt und damit unsere Sprache bis heute geprägt hat, nicht nur, dass er die Bibel, die Auseinandersetzung mit der Bibel für alle möglich machte, nicht nur, dass der Humanismus und die Bildung einen großen Aufschwung finden, weil der protestantische Pfarrer predigen muss und damit gebildet sein muss. Die Katholiken ziehen dann mit den Jesuiten und den Gymnasien der Jesuiten nach. Aber die Gymnasien gehen sozusagen auf diese Zeit zurück, die humanistische Bildung, sondern auch der Gesang sozusagen im Gottesdienst. Und dieser Gesang ist von ungeheurer Bedeutung, denn singend
memoriert das Volk, singend memorieren die Menschen die Glaubensinhalte. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man einen gregorianischen Choral hat, der in perfekter Kunst von den Mönchen gesungen wird. Und es ist etwas ganz anderes wie eine lateinische Messe, die man vorgelesen bekommt, die man nicht versteht. Die Menschen sind plötzlich involviert und sie sind mit ihrer Seele involviert, sie sind mit ihrem Verständnis involviert. Die Bildung nimmt einen Aufschwung und der Gesang in der Kirche wird deutsch und der Gesang in der Kirche wird demokratisiert. Und das sehen wir perfekt dargestellt in Wittenberg mit den Notenlettern. Und hier sehen wir, dass Martin Luther nicht nur die deutsche Sprache beeinflusst hat, sondern auch das deutsche Liedgut bis hin zum Druck der Lieder selbst.